Hey. Du bist ja auch schon da. So sieht's aus. Du willst wahrscheinlich immer noch nicht mit mir reden, aber... Du siehst nicht gut aus. Ich fühle mich auch nicht gut. Ich mich auch nicht. Hast du auch nicht geschlafen? Ich habe die ganze Nacht mir Gedanken gemacht. Und was ist dabei so rausgekommen? Dass du wahrscheinlich recht hattest. Dass ich einfach viel zu egoistisch war und dass ich die ganze Zeit nur an mich und an meine Arbeit gedacht habe. Und also, dass wir, unser gemeinsames Leben, dass das immer an zweiter Stelle kam. Du musst überhaupt nichts dazu sagen. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich jetzt verstanden habe, was dich so verletzt hat. Weißt du, mir ist heute Nacht auch einiges klar geworden. Ich meine, der Seitensprung mit Tore, ganz ehrlich, das war doch nur die Spitze des Eisbergs. Obwohl ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstehe, wieso das überhaupt passiert ist. Ich weiß es nicht. Wir beide, wir haben uns gestritten wegen dem Streik bei LCL und Tore war einfach da. Er hat mir Komplimente gemacht und dann ist das halt passiert. Aber ich glaube, im Endeffekt war es auch nur ein Alarmsignal für mich, dass ich auch nicht wirklich glücklich war in unserer Beziehung. Danke. Danke, im Ernst. Weißt du, wir sind seit Monaten zum ersten Mal wieder ehrlich zueinander. Ja, ich hätte es schon merkwürdig gefunden, wenn du mir gesagt hättest, dass du vollkommen glücklich mit mir bist. Bei dir klingt das fast positiv. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die merkt, dass da irgendwie schon lange was nicht mehr stimmt zwischen uns. Das ist doch wahnsinnig traurig. Ja. Und ich bin schuld. Nein. Das hat einfach nicht mehr gepasst. Ja, wegen mir. Nein, es passt immer wegen zwei Menschen nicht. Wie machst du das nur? Was denn? Naja, ich meine, ich habe diesen ganzen Bockmist gebaut und jetzt tröstest du mich. Vielleicht habe ich einfach schon ein bisschen mehr Vorsprung im Traurigsein. Es ist vorbei, oder? Ja. Ja, es ist vorbei. Was machen wir denn jetzt? Wir machen weiter. Ja. Auf Maxis Adoption und auf deine Verlobung. Und auf deinen tollen neuen Job als Trendforscher. Du hattest mal wieder mehr Glück als Verstandswerk. Ich habe 1A Collagen gemacht. Ja, die du in 2 Stunden zusammengebastelt hast. Andere machen für sowas eine Ausbildung. Du bist verlobt und endlich Mutter. Du hast einen tollen Job. Ihr könnt wirklich stolz sein auf euch. Du kannst auch stolz sein auf dich. Naja, auf meine kaputte Beziehung oder auf meinen Job als Empfangsdame Du stehst vor einem Neuanfang. oder vor einem Scherbenhaufen. Trennungen sind scheiße. Aber danach passiert immer wieder was Neues und was viel Besseres. Und dein neuer Start wird kometenhaft. Woher willst du das denn wissen? Ich bin Trendforscherin, schon vergessen.
Hab meinen Timer vergessen. Hey. Hallo? Wer bist denn du eigentlich? Die Frage ist wohl eher, wer du bist. Marlene? Ja? Sag mal, hast du den Termin mit dem koreanischen Stofflieferanten eingetragen? Nein? Wieso? Okay. Das erklärt, dass ich ihn fast verpasst hätte. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ich brauche seine Stoffe dringend für meine aktuelle Kollektion. Das tut mir wirklich leid, aber ich verstehe jetzt gar nicht so genau, warum du dich so aufregst. Ich bin nicht zuständig für deine Termine. Du warst immer zuständig für meine Termine. Ja, weil wir zusammen waren. Und weil ich dir einen Gefallen tun wollte. Ach, und seit wir getrennt sind, ist dir das alles egal, oder was? Nein, Rebecca, ist es mir natürlich nicht egal, aber du hast eine Assistentin. Warum kümmert die sich denn nicht darum? Ja, das wird sie ab jetzt auch tun. Diese Null-Bock-Haltung von dir finde ich trotzdem total daneben. Aber jetzt weiß ich wenigstens, woran ich an dir bin. Generous to silence. Empty spaces. Herr von Lahnstein wird Sie zurückrufen, sobald er wieder verfügbar ist. Nein, er hat leider nicht genau gesagt, wann es handelt, aber ja, keine Ursache. Danke. Tschüss. Marlene, Ja? nochmal wegen eben. Ja, das ist super. Da wollte ich nämlich auch noch mal mit dir reden. Du hast recht. Du bist nicht mehr für meine Termine zuständig. Ich habe mich wohl sehr daran gewöhnt. Ja, ganz offensichtlich. Trotzdem finde ich es auch nicht verwunderlich, dass ich mich weiterhin auf dich verlassen habe. Schließlich hast du mir nicht gesagt, dass unsere Trennung bedeutet, dass du mich auch beruflich hängen lässt. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Rebecca, ich habe mich nicht nur um deine Termine gekümmert. Deine Karriere stand für uns beide immer an erster Stelle und ich habe dir den Rücken freigehalten. Dafür bin ich dir auch dankbar. Und bitte entschuldige, dass ich nicht noch ausdrücklich gesagt habe, dass ich mich nach unserer Trennung jetzt erstmal um mich und um mein Leben kümmern möchte. Und genau das tue ich jetzt. Ich nehme mir für den Rest des Tages frei. Einen winzigen Teil meiner 263 Überstunden abbauen. Ich werde nicht um Erlaubnis fragen. Ich spaziere jetzt einfach hier raus. Ach, falls du mir eine Abmahnung schreiben möchtest, benutze gerne den Computer. Der ist jetzt frei. Schönen Tag noch. Was ist los? Ärger im Job? Der Job an sich ist das Problem. Was ist plötzlich falsch daran? Alles? Also, dass dein Job keine große Karrierechance ist, das wusstest du vorher. Aber deswegen hast du ihn ja nicht angenommen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es hart ist, Rebecca jeden Tag über den Weg zu laufen. Ja, klar ist es hart. Aber es ist auch nicht nur Rebecca, es ist diese gesamte Situation. Ich stecke in der Sackgasse. Ich bin praktisch das Gegenteil von Dana und Kim in einer einzigen Person. Die eine macht Karriere, die andere heiratet. Und bei mir, meine Karriere ist kaputt, meine Beziehung. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Du steckst in einem Tief. Aus dem ich nicht rauskomme, wenn ich nicht irgendwas ändere. Und ich weiß verdammt noch mal nicht was. Weißt du, was deine Mutter mal gesagt hat über deine Schwestern? Dass sie ein Talent dafür haben, sich in schwierige Situationen zu bringen. Aber zum Glück haben sie eine große Schwester, die ihnen immer wieder aus der Patsche hilft. Wenn sie am Boden waren, dann warst du da und hast ihnen gesagt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen. Und sie haben auf dich gehört, weil du ihnen vorgemacht hast, wie man immer wieder aufsteht. Jetzt will ich aber einfach nur sitzen bleiben. Nein, das willst du nicht. Du willst was ändern? Dann mach es doch. Ja, aber ich weiß doch nicht, was. Natürlich weißt du das. Du weißt nur nicht, ob es das Richtige ist. Aber komm, schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden, oder?
hair. I see the traces everywhere. This house of ours we used to share. My dream has turned to nightmares. I sleep no more, I dream no more. There's nothing. Ich wollte diesen Gürtel mit goldenen Pailletten. Die sehe ich aber nicht. Haben Sie die vergessen oder proben Sie jetzt einen Zwergenaufstand? Jetzt gucken Sie mich nicht so an. Ja, geht alle an eure Arbeit, verpfuscht weiter hier meine Kollektion. Oh Gott, ich muss einfach nur dringend raus. Kriegt das alles ohne mich hin, oder? Das schafft ihr doch ohne mich. She hardly calls at all. Jacob, hi. Hier ist Marlene. Mir geht's gut, danke. Ich hab vorhin mal so an dich gedacht und da wollte ich mal hören, wie es dir geht und was du machst, wo du bist. L.A., cool. Jacob, ich muss dich zurückrufen, da ist gerade jemand an der Tür. Ja, hey, ich freue mich riesig, wenn wir uns bald sehen. Doch, klar, das werden wir, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. Bis dann, Jacob. Mach's gut, tschüss. Hast du vielleicht einen Moment Zeit? Ja, komm rein. Danke. Ich wollte mich bei dir noch mal entschuldigen wegen vorhin. Vergiss es. Nein, ich will das nicht vergessen. Ich habe mich wirklich total daneben benommen. Aber weißt du, es ist nicht einfach, damit klarzukommen, dass du jeden Tag am Empfang sitzt. Nicht nur für dich. Aber ich finde schön, dass du gekommen bist. Es fühlt sich nicht gut an, mit dir zu streiten. Noch schlimmer fühlt sich für mich an, mit dir gar nichts mehr zu tun zu haben. Naja, wenigstens hast du ja deine Arbeit, die dich ablenkt. Ja, das klappt auch nur bedingt. Jeder, der mir über den Weg läuft, bekommt eine schlechte Laune ab, fragt meine Mitarbeiter. Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ja, stimmt. Zu dir war ich besonders fies. Marlene, ich will mich nicht damit abfinden, dass es vorbei ist. Und ich verstehe nicht, warum dir das so leicht fällt. Rebecca, es fällt mir auch nicht leicht. Aber nach allem, was zwischen uns passiert ist, ich konnte mir einfach nicht länger was vormachen. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach einen Schlussstrich ziehen, nach vorne gucken. Ich muss die ganze Zeit an uns denken. Und an das, was wir hatten. Ich doch auch. Aber ich muss jetzt erst mal mein Leben auf die Reihe kriegen. Vermisst du mich gar nicht? Natürlich vermisse ich dich. Aber das ändert nichts. Ich denke nicht, dass wir das tun sollen. Was soll ich machen? Ich liebe dich. So vermisst. Du wirst es nicht glauben, aber seit unserer Trennung habe ich nicht eine Sekunde an meine Karriere gedacht. Das Einzige, was mir im Kopf rumgeschwirrt ist, das bist du. Dafür ist deine neue Kollektion aber ganz schön gut geworden. Ist mir sowas von egal. Das sollte es aber nicht sein. Natürlich. Nach allem, was zwischen uns passiert ist, muss sich doch was ändern. Ich möchte nicht, dass es noch mal so weit kommt. Hey, was ist? Hab ich irgendwas Falsches gesagt? Rebecca, ich fliege morgen nach Los Angeles. Ich werde da in einem Musical-Theater als Gesangscoach arbeiten. Ich habe vorhin mit einem alten Bekannten telefoniert, Jacob. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit in New York. Ich weiß gar nicht, ob ich dir jemals von ihm erzählt habe. Er hat mir einen Job angeboten, ganz spontan. Wie lange bleibst du? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du und ich, dass wir
war ein Abschied eben gerade, oder? Kann ich irgendwie, ist alles... Ich weiß es nicht. Wenn ich das gewusst hätte mit L.A. und dass es wirklich vorbei ist, ich weiß nicht, ob das dann passiert wäre. Es tut mir leid, es war, als du mich vorhin geküsst hast, da sind meine ganzen Gefühle einfach nochmal hoch. Dann hast du also doch noch Gefühle für mich. Ja, natürlich. Rebecca, ich habe mit dir die intensivste Zeit in meinem ganzen Leben verbracht. Nur durch dich weiß ich überhaupt erst, wer ich bin und alleine dafür werde ich dich bis zum Rest meines Lebens lieben. Warum gibst du uns da nicht noch eine Chance? Weil wir unsere Chance hatten. Dann ist dir das also wirklich ernst. Mit L.A. und mit unserer Trennung. Ich brauche diesen Neuanfang jetzt. Gut. Wenn ich keinen Platz mehr in deinem Leben habe, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dir alles Gute zu wünschen. Please don't keep me. Please don't keep me. Also damit verdienst du jetzt dein Geld? Einfach an so Zeitungen rumblättern? Das ist natürlich nur ein Teil meiner Arbeit als Trendscout. Aber es gehört dazu, ja. Cool, das würde ich auch noch hinkriegen. Ja, man muss einfach den richtigen Blick haben. Es geht ja nicht ums Blättern. Entschuldigung, aber könnt ihr mal bitte eure Klappe halten? Entschuldigung, aber ich muss mich einfach nur konzentrieren. Entschuldigung. Ich will dich auch gar nicht lange stören. Es ist nur, weißt du, ob Tanja im Haus ist? Ich glaube nicht. Warum? Ich wollte dir nur meinen Urlaubsantrag geben. Wie, du willst Urlaub nehmen? Ja, wegen L.A., habe ich dir doch erklärt. Ich dachte, du willst da länger bleiben und da arbeiten. Naja, aber bevor ich hier alle Zelte abbreche, da muss ich schon gucken, wie sich das da alles so entwickelt und was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Und ja. Marlene? Ich finde, du solltest eine klare Entscheidung treffen. Ich kann das nicht mehr mit diesem Hin und Her. Ich verstehe, dass du einen Schlussstrich ziehen und eine neue Perspektive suchen willst, aber dann bleib auch dabei. Was willst du mir damit sagen? Ich denke, es ist das Beste, wenn du LCL ganz den Rücken kehrst und wenn du kündigst. Last night I tried a little later on. It was working for a while until I thought about your style. Kaffee. Alles gut für dich. Ich liebe deine Spitzenbemerkung. Ist da jemand etwas angepiekst? Was willst du? Dich mit einem leckeren Kaffee für deinen unermüdlichen Einsatz und deine hinreißenden Designs belohnen. Außerdem wollte ich noch mal checken, ob alle Departments für die Abläufe vor und während der Präsentation gebrieft sind. Muss das jetzt sein? Ja, der Countdown läuft, vor allem für die Pressestelle und den Empfang. Ich kann mir vorstellen, dass Marlene schon knietief in Anfragen steht. Mit ihr müssen wir auf jeden Fall sprechen. Nutzlos. Wir warten auf ihre Nachfolgerin. Wieso auf ihre Nachfolgerin? Ich habe sie gebeten zu gehen. LCL-Empfang, Marlene von Landstein. Was kann ich für Sie tun? Eine Sekunde, ja. Ich sehe nach, ob sie im Haus ist. Ja, danke. Bärbel, hallo. Du, da ist ein Herr Schöneberg am Telefon. Er sagt, dass du seinen Rückruf erwartest? Okay, ja, dann stelle ich ihn gleich durch. Und falls wir uns nicht mehr sehen, dann mach's gut. Also mit dem Urlaubsjob gehe ich ja mit, aber das ist doch noch kein Grund, Marlene dazu zu bringen, ihren Job zu kündigen. Es geht nicht anders.
nach der Trennung zusammenzuarbeiten. Das hat nicht funktioniert. Wir leiden darunter und LCL auch. Rebecca, ich weiß, was zwischen euch vorgefallen ist, aber dir muss doch auch klar sein, dass Marlene so kurz vor der Präsentation nicht einfach zu ersetzen ist. Niemand ist unersetzlich. Ach. Na, wenn dem so wäre, hättet ihr jetzt wohl kein Beziehungsdrama, oder? Na gut, aus dem Thema halte ich mich vielleicht besser raus. Am Empfang läuft von der Präsentation alles zusammen. Und ohne Marlene haben wir hier binnen 24 Stunden Land unter. Das muss dir doch auch klar sein. Los. Was ist los? Ja, wir gehen jetzt zu Marlene und du sagst ihr, dass sie bleiben soll. Vergiss es. Marlene, warte mal. Rebecca will dir was sagen. Ich glaube, zwischen uns ist alles gesagt. Hier ist übrigens mein Kündigungsschreiben. Meinen Resturlaub möchte ich nicht ausbezahlt bekommen, sondern nehmen. Was heißt, ich bin dann mal weg. Gib uns wenigstens die Chance, dir ein anderes Angebot zu machen. Das wäre uns sehr wichtig. Marlene, ich kann nicht oft genug sagen, dass dieser Laden hier ohne dich, wie kann ich es charmant formulieren, am Arsch wäre. Und deswegen finde ich, sollten wir alle noch mal auf Anfang gehen und diesen Quatsch mit der Kündigung einfach vergessen. Wir haben alle unsere Gründe. Wir haben uns gefragt, ob du vielleicht noch bis nach der Präsentation hier arbeiten kannst und dann erst fliegst. Vorhin hast du mich doch noch gebeten, sofort zu gehen und gar nicht mehr wiederzukommen. Ja, das war vielleicht ein bisschen voreilig, weil wir müssten extra jemanden einarbeiten und es ist einfach einfacher, wenn du bleibst. Einfacher. Du weißt doch jetzt, wie ich das meine. Wäre schade, wenn die Präsentation darunter leidet, nur weil wir beide nicht mehr miteinander klarkommen. Ich habe aber schon zugesagt, dass ich jetzt fliege. Dann mach das rückgängig. Das ist doch nicht so schwer. Ich möchte aber nicht absagen. Okay. Reisende soll man nicht aufhalten. Mach's gut. Moment. Ich wäre kein genialer Art Director, wenn ich nicht schon die perfekte Lösung für unser kleines Problemchen hier hätte. Wie wär's mit Bestechung? Ich verdopple dein Gehalt, was ich natürlich dir von der Gage abziehen werde. Und da ich ja an dieser Sache nicht ganz unbeteiligt bin, würde ich noch ein First-Class-Ticket nach L.A. mit draufnehmen. Massagesitze, 5-Sterne-Koch, super lecker. Netter Versuch. Aber ich denke, dass es für uns alle besser ist, wenn wir das Ganze jetzt und hier beenden. Tore, wir finden schon jemanden Kompetentes für die Stelle. Ja, ist ja auch wirklich keine Hexerei, das Telefon entgegenzunehmen und Anrufe durchzustellen. Du machst hier wesentlich mehr als das. Du bist hier nicht zu ersetzen, Marlene. Danke. Aber ich glaube, mit deiner Meinung bist du hier alleine. Viel Glück bei der Präsentation. Wait, don't stop. You have gotten to me at last. I know I broke your fall, but I can't repent the past. It hurts. Gott, Entschuldigung. Entschuldigung, das war meine Schuld. Nichts passiert. Ich war in Gedanken und habe ich Ihnen wehgetan? Nichts passiert. Okay, ich mach das schon. Ich weiß auch nicht, ich bin manchmal einfach so ungeschickt und ich will nicht jemandem wehtun, aber dann sage ich irgendwas oder tue irgendwas Falsches und zack. Wissen Sie, was ich meine? Nein, aber danke. Ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Marlene, wenn du das abhörst, dann bitte ruf mich zurück. Ich will dir unbedingt noch was sagen. Kim, hast du deine Schwester gesehen? Welche? Marlene sitzt im Taxi zum Flughafen. Fliegt sie heute Nacht schon nach L.A.? Sie hat mich gerade abgesetzt. Du meinst hier? Marlene ist noch hier.
Ich konnte nicht fahren. Nicht so. How long should I wait before I let you go? Ich weiß, es ist vorbei, aber ich möchte nicht, dass wir so auseinandergehen. Das möchte ich auch nicht. Ich wünsche dir alles Gute für L.A. Danke. Ich muss los. Ich verpasse meinen Flieger. Ja. Oh, but I love you even still.